Hallo ihr Lieben, ich bin Lia, ich bin galaktische Botschafterin. Die mich noch nicht kennen, ich bin kein Mensch, ich bin ein Seidar, Pleiadi, Mensch-Hybrid. Ich habe mein Leben hier verbracht auf der Erde, bin groß geworden, wie jeder normale Mensch und wusste sehr lange nicht, wer ich bin, weil ich die ganzen Erfahrungen machen wollte und durfte, wie ihr auch. Und ja, bis dann meine große Aktivierung gekommen ist vor einiger Zeit und ich angefangen habe, ja, meine eigentliche Arbeit zu tun, nämlich als galaktischer Botschafter einmal in beide Richtungen zu agieren, um den Menschen zu helfen, die Aufklärung zu machen. Deswegen gibt es meinen YouTube-Kanal, meine Webseite und direkt die Möglichkeit, über mich Kontakte zu lernen, Kontakte aufzubauen zu verschiedenen extraterrestrischen und auf Kontakte vorbereitet zu werden. Das ist ein Teil von dem, was ich tue. Und als vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen kam der Startschuss der ET-Info-Serie, weil ich einfach gemerkt habe, dass es super wichtig ist, über Extraterrestrische aufzuklären, über das stellare Leben aufzuklären und ein bisschen mehr von der Wahrheit hier reinzubringen in das spirituelle Kollektiv, wo leider sehr, sehr viele Unwahrheiten unterwegs sind, sehr viel Halbwissen, sehr viele Leute erzählen, sie wären so und so und so, das und das und das, aber sie sind es einfach nicht. Und deshalb ich mich jetzt entschieden habe, unter anderem für heute einmal über die Saidars zu sprechen. Es gibt keine Rasse, keine Rasse innerhalb der Galaxie, die von den Menschen so in den Dreck gezogen wurden und falsch verstanden werden wie die Saidars. Oft ist es so, dass Leute zu mir kommen und sagen, die kleinen Grauen. Das ist so das allererste. Die kleinen Grauen, die bösen, bösen kleinen Grauen. De facto ist es so, dass es über 128 verschiedene extraterrestrische graue Spezies gibt, die auf Klonbasis entstanden sind. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Es gibt von diesen grauen Klonspezies-Rassen einen ganz kleinen Teil, den man als wirklich, wirklich negativ bezeichnen könnte. Und das sind die großen Greys, die Tall Greys genannt, vom Orion-Sternensystem. Und die haben unglaublich viel Negativität hier auf diesen Planeten gebracht, in das Kollektiv der Menschen gebracht. Und sie sind immer noch da. Aber, und das ist wichtig, dass ihr das wisst, sie können euch nicht erreichen, wenn sie keine Technologie nutzen würden. Weil sie so niedrig schwingen, sie befinden sich wirklich in der dritten Dimension und Dichte in sehr niedriger Frequenz. Und die normalen Menschen, die regelmäßig meditieren, die regelmäßig ihre innere Arbeit machen, die auch sowas wie Freude, Licht etc. empfinden, sind überhaupt nicht mehr im Realitätsfeld dieser großen Grauen. Das heißt, es kann euch durch sie nichts passieren. Wenn Sie mit euch Kontakt aufnehmen müssen, müssen Sie das über spezielle technisch hergestellte Klone machen, was viel zu umständlich ist. Und daran haben Sie kein Interesse, weil Sie wissen, dass Ihr Spiel vorbei ist. Das heißt, ihr dürft euch hier hingehend entspannen und wissen, dass eure innere Technologie das ist, was Sie fernhält. Weil eure Liebe, euer Licht, eure Freude, eure Emotionen, eure Verbundenheit, euer Mitgefühl, für sie wie Radioaktivität wirkt. Mehr braucht ihr nicht. Sie können nicht zu euch. Wo sie hinkommen, sind Leute, die super böse sind, mega negativ sind, die machtgierig sind, die kein Mitgefühl haben, die wirklich richtig den Abgrund des menschlichen Bewusstseins darstellen. Die können in Kontakt mit ihnen kommen. Aber ihr nicht. Das ist wichtig, dass ihr das erstmal wisst. Das ist die eine Sorte. Packen wir die mal wieder weg. Und jetzt möchte ich mit euch über die eigentlichen Saidar sprechen. Die Saidars sind meine Familie. Die mich kennen, ich habe Saidar-Genetik in mir. Sie sind meine Familie. Und ich liebe sie. Und sie sind positiv. Sie sind unglaublich positiv. Das einzige Problem, was diese wunderbaren Kerlchen haben, ist, dass sie keine Emotionen haben. Oder so gut wie keine Emotionen haben. Und was deshalb für uns sehr schwierig sein kann und für sie sehr schwierig sein kann, dass wir sie treffen.
Und sie vermeiden das Treffen tatsächlich auch, weil einfach sie wissen, dass innerhalb des Menschenkollektives sehr viel falsche, negative Konzepte sind. Und wenn Leute sehen, dass da die Greys sind, dann sind es gleich die Bösen und die Leute fühlen nicht die Energie dahinter. Und die Sedas haben von der Energie ungefähr vergleichbar die Energie eines sehr friedlich meditierenden Zen-Buddhisten, weil sie wirklich sehr wenig schwingen. Das ist, wenig Emotion heißt wenig Frequenzen, die wir fühlen können. Was wir fühlen können, ist, wenn wir ihnen begegnen, ist ihren Körper und unsere Reaktion auf ihre Körper. Die Satyrs sind innerhalb der Galaxie bekannt als die Gärtner. Und sie sind hochgeschätzt nicht nur für ihre Technologien, die sie haben und für ihre wirklich große evolutionäre Kapazität, die sie mit sich bringen, weil sie entwickeln sich unglaublich schnell, mittlerweile auch spirituell sehr, sehr schnell, seitdem sie gelernt haben, wieder ein bisschen Gefühle zu fühlen, klappt auch das. Werden sie von sehr vielen Rassen kontaktiert und gebeten, den Garten zu pflegen. Und was ist der Garten? Der Garten ist das Genmaterial quer durch die Galaxie. Das heißt, sie schützen uns, sie schützen unsere aller Genetik. Sie unterhelfen, dass alles so überlebt, dass alles Überleben, alle Informationen, alle Data, die es gibt in der Materie, nicht verloren geht. Und sie kümmern sich darum. Und wenn irgendwas an einem Schritt ist, dass es sich entwickelt, dass es entwickelt werden muss, sind sie diejenigen, die die Entwicklung machen. Und Stars, Seeds oder ETs, wie ich es bin, die auf die Erde Fuß setzen wollen. Aber wie ihr auch wisst, ETs dürfen nicht einfach auf die Erde kommen und sagen, hey, hier bin ich und ich rette euch jetzt. Es wird keiner kommen, um euch zu retten, das muss ich auch sagen. Es kommt keiner, um euch zu retten. Ihr habt die Technologie in euch, um euch selber zu retten und das ist das, was wir sehen wollen. Deshalb bin ich hier und gebe euch alle Tools und Werkzeuge, dass ihr erkennt, dass ihr euch selber retten könnt. Ja, wichtig. Wenn jetzt ein ET wie ich entscheidet, ich möchte auf die Erde gehen und dann gehen wir zu den Satyrs. Sie nehmen Material von uns, sie nehmen Material von den Vätern, von den Müttern, die kompatibel sind. Diese haben übereingestimmt, die Materialien, die Genetik zu geben, da sie selber auf Seelenebene hier rein inkarniert sind mit einer Mission. Also sie dürfen nicht von irgendjemandem was nehmen, wie jetzt die Menschen rumgehen und einfach, wenn sie über Wiesen gehen, schöne Blumen finden, ein Blümchen pflücken, die Blume nicht fragen, ob die Blume gepflückt werden möchte. Das tun sie nicht. Nein, sie haben gefragt. Sie kommen und holen nur Genetik, wenn das Go der Seele und des höheren Selbstes, der höheren Selbstheit der Person, des Individuums gegeben wurde, nehmen die Genetik, hybridisieren sie, sodass ein genetischer Strang entsteht, der in der Lage ist, das Bewusstsein, das ETs zu tragen. Ich hoffe, ihr kommt soweit mit. In dem Moment, wenn die Satyrs dann mit dem Hybridisierungsprogramm beginnen, legt sich der ET wie ich in ein Immersionsgefäß. Dieses Gefäß überträgt das Bewusstsein in den Körper und sobald der Körper dann reif ist und wächst und entsprechend ein ähnliches Abbild bildet von dem, was der ET ist, kommt dieser im Hybrid-Kinderprogramm unter anderem auf die Erde oder in andere Sternensysteme, um von dort aus zu arbeiten und zu wirken. Das heißt, die Satyrs sind nicht nur hoch geschätzt, weil sie wichtiges Wissen bringen, wichtige Technologien bringen, wichtiges Bewusstsein bringen, sondern weil sie auch Dreh- und Angelpunkte sind. Sie sind wie die kleinen Doktoren neben den Gärtnern und Technikern, die sie sind, um anderen Seelen Erfahrungen zu bringen und auch vielen von euch Erfahrungen zu bringen, weil ganz viele, die hier bei mir sind, die auf meinem Kanal gelandet sind, haben irgendwie Kontakt mit ETs, mit Satyrs oder anderen Extraterrestrischen oder haben das Gefühl, dass sie selber ein Starseed sind, dass sie selber extraterrestrische Anteile an sich haben. Und hier, wenn das Gefühl da ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr erstmal den Kontakt, bevor ihr inkarniert seid, bei den Satyrs hattet, um mit ihnen zu besprechen, was euer Ding ist. Wenn die Satyrs kommen und zum Beispiel Kontakt mit euch aufnehmen, macht ihr Körper etwas ganz Besonderes mit unserem Körper. Nämlich, sie haben vor vielen Tausenden von Jahren eine wichtige Entscheidung getroffen.
besser gesagt, eine fatale Entscheidung getroffen, die ihrer ganzen Spezies eine völlig neue Richtung gegeben haben. Sie haben sich nämlich entschieden, dass aufgrund von Unannehmlichkeiten innerhalb des Kollektives und des Planeten die einzige Art und Weise war, die Spezies zu retten, indem man wirklich seinen Körper beginnt, technisch zu modifizieren und erstmal kleiner zu machen, anzupassen, dass der Körper unter die Erde kann, weil an der Oberfläche der Planet nicht mehr bewohnbar war, aufgrund der viel zu schlimmen Industrialisierung und Kriege und Kämpfe, die stattgefunden haben damals auf dem Planetensystem, auf der Oberfläche, sodass sie unter die Erde mussten. Wenn aber viele Wesen und sehr viele, sehr menschliche Wesen, weil damals waren sie uns sehr, sehr ähnlich, unter der Erde auf einen Haufen kommen, die viele Emotionen haben, macht das auch wieder ein Problem. Weshalb sie sich entschieden haben, nach und nach ihre Emotionen rauszuklonen. Dann haben sie aber auch festgestellt, dass Sexualität ein großes Problem ist. Also haben sie aufgehört, Sexualität zu leben und haben festgestellt, wir können uns auch über Klontechniken im Glas sozusagen replizieren. Und dann wurden sie zu einem Gender A. Also sie hatten dann keine Geschlechter mehr, weil sie brauchten ja keine Männlein und keine Weiblein mehr, um sich fortzuentwickeln. Und so ging das dann mit Entscheidung auf Entscheidung auf Entscheidung immer weiter bergab, bis sie an den Punkt gekommen sind, dass sie festgestellt haben, sie entwickeln sich nicht weiter und sie sind dem Aussterben bedroht. Sie sind wirklich technisch die meistentwickelste Spezies, zumindest aus ihrer Sicht. Da gibt es andere, die sind der anderen Meinung, dass sie die größten sind. Wir merken, es ist überall das Gleiche, ja. Haben sie festgestellt, dass irgendwie die Seelen ausbleiben, die in diese Klonkörper inkarnieren. Und damit wussten sie, wir sind dem Aussterben geweiht. Aber die Seelen wollten nicht mehr inkarnieren, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Technologisch hat jetzt jeder alles schon mal am Höhepunkt sozusagen erlebt. Aber was wirklich die Essenz am Leben ist und die Freude am Leben, ist das Gefühl. Und das haben sie erkannt und haben angefangen, nicht nur uns natürlich zu unterstützen in unseren Programmen, in unseren Starseed-Programmen, jeder einzelnen Seele sozusagen alles zu geben, was sie brauchen, sondern einfach, um auch selber, um selber mehr zu werden, um selber wieder ihre eigene Spezies zu retten. Und damit haben sie mit unserer Erlaubnis unsere Genetik genommen, mit ihrer hybridisiert, weil sie waren einmal wir sozusagen. Sie sind eine parallele Zeitlinie von uns Menschen, die mehrere falsche Entscheidungen getroffen haben. Auch nochmal wichtig, dass ihr das wisst. Das ist eine Warnung. Sie sind eine Warnung an uns. Sie sind unsere Entscheidung als Kollektiv, wenn wir den Weg falsch gehen. Wenn wir den Weg weitergegangen wären oder weitergehen würden, wie wir es jetzt tun, Technik über Bewusstsein stellen würden, Entwicklung über Bewusstsein stellen würden, den Geist entwickeln, aber das Herz nicht mitnehmen. Ja? Wir haben ihnen geholfen, ihre Spezies zu retten durch unsere Spenden an Genetik und so können sie wieder fühlen und so haben wir geschafft, gemeinsam ihre Rasse zu erhalten. Und dafür sind sie uns dankbar. Und dafür sind sie da und im Service und helfen uns und unterstützen uns in unserer spirituellen Entwicklung. Wer hätte es gedacht? Das heißt, wenn ihr euch spirituell entwickeln wollt, wenn ihr Gene in euch mit aktivieren wollt, ihr dürft mit den Sedas sprechen, ihr dürft mit ihnen reden, weil was von oben nach unten geht, geht auch von unten nach oben. Oben wie unten wie oben. Ja? Ihr seid verknüpft. Das heißt, ihr könnt mit den Sedas Kontakt aufnehmen in Meditationen. Sie hören das und könnt sie bitten, euch zu helfen, dominante Genetik aus verschiedenen Sternensystemen über euer Bewusstsein wieder zu reaktivieren. Natürlich müsst ihr euren Job machen, natürlich müsst ihr die innere Arbeit tun, ihr müsst in die Frequenzen kommen, spüren, fühlen, aber sie können euch unterstützen, dass sich die Genetik besser materialisiert. Also sie sind wirklich unglaublich positiv und sie sind daran höchst interessiert, dass wir uns wieder zu dem entwickeln, was wir in Wahrheit sind. Und jetzt muss ich eine Sache noch ansprechen. Und ich weiß, dass das, was ich hier auf YouTube teile, auch durch ganz andere Kanäle fließt, weil ich sehe euch und ich weiß, wer ihr seid. Und ich weiß, dass ihr wisst, was ich hier tue. Und ich spreche euch hier einmal ganz persönlich an. Nicht ihr lieben Soul Families. Damals bei Roosevelt, ja? Und damals bei Corona und all die anderen Familienmitglieder, die ihr mit euren Mikrowellentechnologien abgeschossen habt, um an die Technik zu kommen. Ich bin stinksauer.
Und ihr erzählt, sie werden durch Sonnenstürme oder Wetterverhältnisse abgestürzt. Das ist eure Erklärung an die Nation, an die Leute da draußen, damit ihr schön dasteht. Ihr dürft gerne sagen, dass ihr Technik habt, mit denen ihr uns und unsere Familie angegriffen habt. Und ich bin stinksauer, dass ihr nicht den Arsch in der Hose habt, die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ihr wart es, sondern es auf Wetterphänomene schiebt. Und dann auch noch die Technik zu missbrauchen für eure Günste. Wir sehen euch und wir wissen, was ihr tut. Und euer Spiel ist vorbei. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht verschreckt. Es musste einfach ausgesprochen werden, weil so viel, was manche Fragmente erzählen, ist einfach nicht wahr. Und ja, es war einfach mir sehr wichtig, dass ich das hier einmal sagen kann. Viele haben die Emotionen dahinter gespürt, weil es tut mir einfach weh, dass ja, Spezies, Rassen, Wesen, die im höchsten Service für uns da sind, so böse Dinge passieren und dann auch noch erzählt wird, die Wahrheit verdreht wird, wie es ist, um gut dazustehen. Ich danke euch, dass ihr bis jetzt da wart, ihr lieben Engel. Ich danke euch und ich werde mehr Informationen schicken und ich werde euch weiterhin aufklären und alles dafür tun, dass ihr alle Tools bekommt, um aufzuwachen, dass ihr alle Tools bekommt, um die Kreatoren eurer Realität zu werden, um mehr zu sein von dem, was ihr in Wahrheit seid und das Leben eurer Wahl zu wählen in dem vollen Potenzial, weil es ist in euch, es hat euch niemand genommen, niemand hat euch euer Potenzial genommen, weil es nichts gibt, was man nehmen kann. Es gibt nur etwas, was wir glauben, das passiert ist. Und jeder von euch hat alles Potenzial in sich, um sich herum. Entscheidet euch, das aufzunehmen. Entscheidet euch, es zu aktivieren mit allen Mitteln und Wegen. Und ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich danke euch für euer Sein, für euren Mut. Und ich lade euch ein, gerne wieder Kommentare dazu lassen. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Video. Sprecht darüber. Es wird wieder im Mai einen IT-Kontaktkurs geben, einen großen. 3 Wochen, 3 Module für ganz wenig Geld, sodass ihr Informationen bekommt, die ich hier nicht teilen kann. Einfach um ja, wieder in den Kontakt zu kommen mit eurer Sternenfamilie. Und ich freue mich, jeden Einzelnen begrüßen zu dürfen. Und ich danke euch für euer Dasein. Ich liebe euch und bis bald.